Meine letzte Woche im Wohnmobil bricht an und damit auch meine letzten Tage in Griechenland. Das bedeutet, nochmal jeden Moment besonders zu genießen. Eine Ära neigt sich dem Ende. Nicht nur diese Reise, sondern auch dieser Tee. Den habe ich in Albanien mal so einer Oma abgekauft. Die meinte, sie hat den selber geerntet. Und der ist gut gegen Leberprobleme. Ich habe zwar keine Leberprobleme, aber ich habe den fleißig getrunken und hatte jetzt bisher auch keine Leberprobleme. Also scheint zu funktionieren. Eigentlich wollte ich ja nie nach Griechenland fahren. Letzten Winter wollte ich eigentlich nur 6 Wochen nach Albanien, aber irgendwie bin ich dann doch weiter nach Griechenland und seitdem fühle ich mich hier überraschend heimisch. So, Keksnachschub, weil also Kekse essen ist super, alleine, aber Kekse essen zusammen ist natürlich noch besser, deswegen erwarb ich sie und es ist so lustig, weil hier in dieser Bäckerei, ich weiß nicht, wie hier so der Schichtplan ist, aber entweder sind das 2 Frauen, die da hinter der Theke sind, oder 2 Männer. Und bei den Männern ist alles immer so ein Ticken liebloser, aber nicht weniger herzlich. Da kriegt man das dann in so einer Tüte und bei der Frau kriegt man es meistens in der Geschenkbox. Außerdem stapeln sich bei den Typen so alle Kassenzettel so übel auf dem Tisch und man hat das Gefühl, alles läuft so leicht oft aus dem Ruder, obwohl eigentlich gar keine Leute dort sind. Also keine Kundschaft und trotzdem hat man das Gefühl, oh je, gleich explodiert der Laden. Alles wie immer. Irgendwelche Kinder machen jetzt schon Feuer. Und Cornelia kocht irgendwas. So, ein bisschen Türkei-Feeling nach Griechenland. Ich serviere heute hier Chai, natürlich klassischerweise mit Zucker und einem Biskuit. So ganz nach Plan lief diese Reise nicht. Eigentlich wollte ich ursprünglich nur 3 Wochen in die Türkei, bin dann aber länger geblieben. Dann dachte ich, ich fahre kurz nach Griechenland und dann wieder in die Türkei, wenn sich mein Visum dann verlängert hat. Aber das ging so auch nicht auf, weil für mein Auto andere Regeln gelten als für mich. Aber letzten Endes war ich dann doch immer irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bei mir laufen gerade einige Sachen außer Kontrolle. Hier durch das gesamte Wohnmobil zieht sich eine Blutspur, weil ich mich geschnitten habe. Ich bin auf dem Weg zur Badewanne. Eine Freundin von mir will mir ihren Lieblingsort zeigen, den sie liebevoll Badewanne nennt. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt und hoffe, ich komme lebend dort an, weil ich habe das Gefühl, ich verliere hier Blut. Jeden Kilometer, den ich fahre. Hallo, wer bist du denn? Boah, das ist krass. Und es wird auch unten, ist es immer wärmer. Also ich hätte mich hier ohne dich nicht reingetraut, sag ich dir ehrlich. Echt? Nee. Ich bin da einmal reingesprungen, auch das erste Mal ganz alleine. Was? Und nackig bin ich reingegangen. Ja, und dann kam jemand und ich in Engelskostüm. Ich bereite hier die neue Pilgerstätte vor. Ja. Weil die Griechen stehen ja auf Steinzeug, ne? Olymp, wie sie nicht alle heißen. Ja. Und ich dachte mir, da muss mal was Frisches rein, deswegen... Ja, deshalb kniest du auch schon. Genau, ich knie schon nieder hier Kniest vor meinem du schon symbolisch nieder. Richtig. Ja, noch kennen das noch nicht viele hier. Also noch ist Zeit, der oder die Erste zu sein. Ja. Und Fotos zu machen, die man dann noch seinen Urenkeln zeigen kann und sagen kann, Mensch, ich war hier.
Einer der schönsten Tage war einer der letzten, an dem wir den gesamten Strand zu einer Party eingeladen haben und in den Sonnenuntergang getanzt haben. Aber dann war es Zeit, aufzubrechen. Ich fahre weg, ich verlasse den Süden. Boah, womit ich wirklich kein Problem habe, tatsächlich sind lange Autofahrten. Ich könnte sehr lange Auto fahren, ohne zu stoppen. Und das ist aber ein Problem. Jetzt habe ich hier angehalten für die Mittagspause und bin kurz vorm Verhungern. Generell fühle ich mich jetzt gerade wie so ein Neugeborenes, das gerade so von der Nabelschnur getrennt wurde und jetzt wieder langsam oder zum ersten Mal oder in meinem Fall wieder auf eigenen Beinen stehen muss. Ja, ich war jetzt echt viel mit Leuten unterwegs und es ist irgendwie interessant, alleine wieder zu sein und alleine kochen zu müssen. Deswegen trickse ich etwas und mache mir ein Fertiggericht von Löwenanteil. Die Gläser habe ich für solche Fahrtage immer im Camper dabei. Man kann das in der Pfanne, im Topf oder in der Mikrowelle ganz einfach in nur 3 Minuten erwärmen. Und für mich sind das genau immer 2 Portionen. Also hier war quasi jetzt noch eine halbe drin. Und das esse ich dann auf 2-mal. Ich habe jetzt hier Sweet Chili. Ich esse das immer mit Nudeln. Man kann die Gerichte mit Beilage essen, zum Beispiel auch gut mit Reis oder aber auch ohne, je nachdem. Generell ist bei Löwenanteil für jeden Geschmack etwas dabei. Löwenanteil verwendet Biozutaten, was mir persönlich besonders wichtig ist. Außerdem gibt es Gerichte mit Fleisch, aber auch vegane Gerichte. Löwenanteil achtet auch auf einen hohen Proteinanteil der Gerichte. Den kann man auch hier immer super am Glas ablesen. Das ist besonders für mich irgendwie cool, weil ich halt kein Fleisch esse. Und so bekomme ich halt eben eine vollwertige Mahlzeit. Meine Lieblingsgerichte sind das Sweet Chili und das Erdnuss Curry. Das schmeckt einfach immer. Für einen gestärkten Start in den Frühling bekommst du mit meinem Code ROSA den ganzen März 10% im Löwenanteil Shop. Also schau gern in der Infobox vorbei. Ich fahre jetzt auf irgendeine Fähre auf und weiß gar nicht, wo die hinfährt. Das ist irgendwie super. Warum steht hier überhaupt nicht, wo die hinfährt? Is it going there? Yes, yes. Okay, thank you. Links. 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 Oh shit, ja. Weiter. Links. Ja. Links. Links. More links, okay. Ich diese Passage hier schon gefahren bin, bestimmt 4-mal oder so. Jedes Mal bei Dämmerung. Und ich dachte mir jedes Mal so, das fährst du nicht nochmal bei Dämmerung. Fahre ich es immer wieder, aber es ist schön. Mittlerweile kenne ich es ja. Und weiß, dass ich mich hier mit 20 km/h langsam hochkämpfen werde und es auch schaffen werde. Ich merke gerade, dass ich den ganzen Morgen schon so eine Selbstsabotage betreibe. Es ist jetzt irgendwie um 1 und ich wollte eigentlich früh weiterfahren, weil ich will ja irgendwie Strecke machen. Aber ich merke, wie ich mich so an Kleinigkeiten aufhalte und mir denke, boah, ich will irgendwie gar nicht. Also ich will nicht hier weg. Ihr wisst nicht, wie oft ich schon diesen Keks hier aus und wieder eingepackt habe. Es ist nämlich der letzte. Und ich war immer so, jetzt esse ich ihn. Nee, wieder nicht. Aber dann ist er weg. Und dann, ich will ihn doch, naja, deswegen, ich habe jetzt eine neue Idee. Ich esse ihn jetzt ein Viertel.
packe ich ihn wieder ein. Rest esse ich später. Später ist jetzt einmal angefangen, das funktioniert doch alles wieder nicht. Hier an diesen Quellen war ja vor tausenden von Jahren war hier ja so eine historische Schlacht. Jetzt weiß ich wieder nicht welche, aber hier war mal eine historische Schlacht. Das ist so eine komische Vorstellung, dass wir jetzt hier so mit unseren Wohnmobilen stehen und in dieser Quelle baden und irgendwann mal hier haben sich die Leute hier richtig auf die Nase gegeben. Das wird jetzt erstmal das letzte Video hier aus dem Wohnmobil sein, deswegen lüfte ich ein Geheimnis. Und zwar die Frage, die ich mit am häufigsten gestellt bekomme hier. Warum hängt Frida Kahlo bei dir auf dem Kopf? Frida Kahlo, die steht Kopf, aber auch nur, weil es sie quasi zweimal gibt. Also hier unten ist nämlich nochmal Frida Kahlo und da ist sie quasi richtig rum. Aber man sieht halt im Video halt immer nur diesen oberen Ausschnitt, weil das Ganze ist nämlich quasi eigentlich so ein Schal. Das Ganze hat aber eine Rückseite. Und auf der Rückseite, da ist Frida Kahlo nämlich durchgehend richtig rum. Aber Frida Kahlo trägt ein Daft Punk T-Shirt. Also ich weiß ja nicht. Und ich weiß irgendwie nicht, ob, also wer das gemacht hat. Ich meine, die kann ja jetzt gar nicht mehr zustimmen. Die hat ein Daft Punk T-Shirt an und so eine Zigarette in der Hand. Ich weiß halt nicht, ne? Also ehrlich zu sein, ist mir das nicht so recht, weil, ja, deswegen hängt Frida Kahlo hier Kopf. Also ich vermisse gar nicht so sehr eine Dusche oder irgendwie sowas, also das bräuchte ich gar nicht. Also ich war jetzt hier in Griechenland tatsächlich kein einziges Mal in so einer richtigen Dusche oder, das brauche ich tatsächlich jetzt gar nicht so. Also es gibt ja auch andere Wege, aber das vermisse ich alles gar nicht, dieses Häusliche. Auch Waschmaschine, das kriegt sich ja alles irgendwie. Aber halt so dieses irgendwo sein und da halt einfach zu sein. So. Ich meine, klar, ich könnte hier auf den Campingplatz gehen, dann bin ich da natürlich auch einfach so und da kann ich ja auch sein. Aber sonst hat man halt ständig dieses Gefühl, man ist irgendwie auf dem Weg, man kommt nie richtig irgendwo an. Und das ist was, damit muss man halt umgehen können. Also ich kann das schon. Und ich muss sagen, es ist jetzt gerade bei mir noch nicht an dem Punkt, dass es irgendwie unangenehm wird, aber ich weiß, dass wenn der Punkt da ist, fühlt sich dann echt doof an. Wenn du dann auf einmal merkst, oh Mann, ey, irgendwie das Gefühl, ich fahre die ganze Zeit, komme nirgendwo an und so und dann, ja. Oh. Gut. Klassiker. Mein Auto stand in letzter Zeit irgendwie nicht so flüssig. Oh. Die macht wieder so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich bin tatsächlich gar nicht Autobahn gefahren jetzt in meiner Zeit in Griechenland. Macht nicht so viel Sinn für mich. Ich kann ja eh nur maximal 80 fahren. So ist es für mich nicht wirklich eine Zeitersparnis. Und dadurch, dass ich so hoch bin, zahle ich auch immer noch den LKW-Preis. Und also die Straßen hier sind wunderschön, also auch abseits der Autobahn. Und Griechenland hat ja eine sehr geringe Bevölkerungsdichte. In Griechenland wohnen gerade mal knapp 11 Millionen, 10,5 oder so, glaube ich. Das ist super wenig. Das sind super wenig Menschen auf einem riesigen Land. Deswegen, klar, man ist auch gefühlt immer alleine unterwegs, was halt auch cool ist, weil ich fahre ja irgendwie, wie gesagt, halt auch langsam und deswegen, es bildet sich keine Traube hinter mir, sondern ich kann einfach entspannt fahren und man begegnet irgendwie nicht so vielen anderen Autos. Ich bin gerade wirklich erschrocken, als ich rausgeguckt habe. Als ich gestern Abend hier geparkt habe, waren hier 3 Autos. Jetzt bin ich komplett eingeparkt. Ich bin hier nämlich, habe ich jetzt herausgefunden, auf dem Parkplatz vom Gericht. Cool, ja. Super.
deswegen werde ich jetzt auch noch mal in die Stadt gehen, weil ich glaube, es gibt nicht viel sicherere Orte als ein Gerichtsparkplatz. Ich glaube, da kann ich getrost hier weggehen. Ich muss wirklich sagen, dass so Einbruchsdings in Griechenland ist schon schlimmer geworden. Also es ist jetzt trotzdem nicht so krass wie in Spanien, aber zum Beispiel auch an den Quellen, wo ich gestern war. Ich will damit jetzt keine Angst machen und das ist jetzt auch für mich nichts. Also ich meine, damit muss man halt, also ist halt so, was soll ich machen? Ich werde jetzt deswegen nicht anders reisen, so. Also dass ich halt ein bisschen aufpasse. So unten im Süden, da kenne ich mich aus mehr, so. Da weiß ich auch so in der Ecke, wo ich da unterwegs bin, wo ich parken kann und da ist auch die Gefahr nicht so da. Aber jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier in so einem Ort bin, den ich halt, ja, noch nicht kenne oder nicht so gut kenne, weiß ich halt nicht, was hier abgeht, ob das hier irgendwie gefährdet ist oder nicht. Und da bin ich dann ein bisschen vorsichtig. Ich habe so zufällig den coolsten Laden überhaupt gefunden. Die hatten für 1 Euro pro Stück selbst geerntete, ja, Gewürze oder so Pflanzen, getrocknete Pflanzen, einfach kannst du auch als Tee nehmen. Salbei, Hibiskus, voll cool. Noch so ein paar andere Sachen, wo ich gar nicht so genau weiß, was es ist. Was ist das denn eigentlich? Ich habe gerade so einen richtigen Stimmungswechsel. Irgendwie. Also jetzt habe ich hier die Mitbringsel gekauft, hier die ganzen Kräuter und ich habe natürlich noch ein paar griechische Kekse gekauft, weil ich dachte, ich kann ja jetzt hier nicht immer von griechischen Keksen schwärmen und dann keinen mitbringen, das geht ja auch nicht. Und ich freue mich gerade richtig. Liegt auch gerade ein bisschen am Wetter. Ist gut, dass Griechenland mich jetzt so ein bisschen rausschmeißt mit grauen Wolken. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar habe ich, ja, ist schon jetzt ein paar Wochen her, aber ich glaube, ich habe es nirgendwo thematisiert, 100.000 Kilometer geknackt. Ey, ich habe jetzt 100.000 Kilometer auf diesem Tacho. Ich muss mal gucken, das wollte ich schon die ganze Zeit nachschauen. Einen Moment. Okay, ich habe dieses Auto gekauft vor 5 Jahren mit 58.000 Kilometern. Jetzt habe ich 100.000, das heißt 42.000 Kilometer habe ich damit gefahren. Ey, als ich dieses Auto gekauft habe, habe ich niemals gedacht, was ich damit machen würde. Ich habe das gekauft, weil ich dachte, ich bin schlau, ich spare mir die Miete. Ich habe da ja noch studiert und dachte mir, ey, das wäre voll trickreich, wenn ich in meinem Auto wohne, weil dann spare ich mir die Miete. Dann habe ich mir das gekauft und dachte mir, ja, hier wohne ich jetzt im Auto. Ich habe aber gar nicht gedacht, dass ich damit irgendwo hinfahre oder so. Ich weiß auch nicht, was ich dachte, was ich im Winter mache, als ob ich dann im Winter in Deutschland gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Materielle Sachen machen garantiert nicht glücklich, aber Möglichkeiten können sie einem schaffen. Und dieses Auto hat mir Möglichkeiten und Perspektiven für mein Leben gegeben, hätte ich nie für möglich gehalten. Gut, ich höre jetzt mal auf, hier rumzureden. Ich muss jetzt mal endlich aufbrechen. Das war erstmal mein letztes Wohnmobilvideo. Ist so. Es ist ein bisschen Zeit für was Neues. Ja. Ich bin bereit.